Hi und willkommen bei ATP Autoteile. Heute tauschen wir einen Kraftstofffilter an diesem 2 Liter TDI Motor. Das Teil sitzt bei der VAG Gruppe eigentlich immer hier vorne links im Motorraum, hat hier 3 Anschlüsse und der Filter sitzt von oben gesehen so drinne. Das heißt, wir lösen jetzt alle Schräubchen hier rundherum, relativ einfach, und können den Deckel dann so wegnehmen. Das Teil wird bei euch auf jeden Fall festkleben. Wir haben hier oben eine Gummidichtung, wo der Deckel drauf drückt. Kommt aber da bitte nicht auf die Idee, hier mit einem Schraubendreher ranzugehen, das Ganze wegzuhebeln. Ansonsten verbiegt ihr ihn, dann bekommt ihr es nicht mehr dicht. Diese Teile sind relativ teuer in der VAG-Gruppe. Darum einfach mit Vorsicht vorgehen, etwas wackeln und dann geht er schon weg. Und dann legt ihr euch ein paar saugende Tücher hier rundherum. Das habe ich hier schon vorbereitet, denn hier wird jetzt etwas Diesel austreten und dann einfach hier etwas wackeln, bis der Deckel kommt. Wie gesagt, auf keinen Fall hebeln und dann vorsichtig zur Seite. Ich stecke das Ganze dann hier immer gerne ab, damit wir hier nicht allzu viel versauen, und setze das Ganze hier hinten mit einem Haken fest. So ist es dann aus dem Weg. Und hier sehen wir schon die Dichtung vom Filter. Den können wir jetzt rausziehen. Den bekommt ihr nicht einfach so zu greifen. Da geht ihr jetzt am besten hier mit einem Flachschraubendreher hin und zieht ihn langsam, aber vorsichtig raus. Und wartet dann eine kurze Zeit, denn natürlich steht hier noch Restdiesel drin und den lassen wir jetzt hier im Behälter noch ablaufen, damit wir nicht allzu viel versauen. So, hier haben wir den alten Dieselfilter. Man sieht, hier war es auf jeden Fall echt an der Zeit, das Teil mal zu tauschen. Wahrscheinlich ist es immer noch der erste. Wir haben auf jeden Fall mal das VW Audi Logo drauf. Kann sein, dass er irgendwann mal getauscht wurde, aber so wie der aussieht, gehe ich davon aus, dass es noch der erste ist. Sollte auf jeden Fall auch regelmäßig in der Inspektion und Wartung mitgetauscht werden. Ganz wichtig ist jetzt immer, auch hier einmal in den Behälter reinschauen. Wenn hier erkennbar unten Partikel mit rumschwimmen oder Dreck unten zu erkennen ist, sollte der Diesel abgesaugt werden. Dann den Behälter gut reinigen und zum Schluss wieder mit etwas Diesel auffüllen, das schon mal etwas vorgefüllt ist. Und dann kann der neue Filter rein. Ist bei mir hier nicht nötig, denn der Behälter sieht tipptopp aus. Wir haben keine Partikel hier unten schwimmen und somit kann ich den neuen jetzt einfach so einsetzen. Macht das relativ langsam und stülpt ihn jetzt nicht einfach so fest rein, sonst wird euch der Diesel entgegenspritzen. Langsam einsetzen. So sieht das gut aus und dann können wir den Deckel eigentlich schon wieder auflegen. Und dann zum Schluss natürlich mit den kleinen Schräubchen mit dem T20 Torque sichern. Das sind sehr kleine Schräubchen, darum nicht hier festknallen, sonst brechen die schnell ab. Der Anzugsdrehmoment beträgt hier 5 plus minus 1 Newtonmeter und das steht sogar hier einmal auf dem Behälter mit drauf. Ja, somit können wir hier alle Tücher entfernen. Wenn was irgendwo daneben ging, natürlich direkt hier gut reinigen. Jetzt kommt der etwas kompliziertere Teil, und zwar jetzt geht es ans Entlüften. Das könnt ihr mit den verschiedensten Diagnosegeräten durchführen. Für die VAG-Gruppe ist das bekannteste natürlich VCDS, habe ich auch jahrelang genutzt. Jetzt bin ich umgestiegen auf Carport, hatte ich mal getestet und bin super zufrieden damit. Ist auch ein kostenpflichtiges Programm. Da könnt ihr verschiedene Lizenzen erwerben, je nachdem, was ihr damit machen möchtet. Ich habe hier alle Lizenzen, das heißt, ich kann alles mit diesem Programm machen bei VAG-Fahrzeugen. Das Programm ist auch nur für VAG-Fahrzeuge gedacht. Und dann gehen wir hier einmal in das Steuergerät 01 Motorelektronik. Wir bekommen hier oben angezeigt 0 Fehlercodes, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können mit dem Entlüften beginnen, dafür auf Grundeinstellungen und gehen dann hier auf den Reiter 781 Prüfung der Kraftstoffpumpe für Vorförderung. Und dann geht hier ein neues Feld auf und wir können das Ganze einmal starten. Wie wir hören, läuft auch hier die Vorförderpumpe im Tank jetzt an. Das sollte ca. 30 Sekunden dauern und somit ist das System dann auch entlüftet. Somit ist das Ganze hier beendet. Dann Programm beenden, Zündung ausschalten, OBD-Stecker ziehen und dann könnt ihr das Fahrzeug das erste Mal starten. Wie ihr gesehen habt, ist das Fahrzeug direkt beim ersten Startversuch angesprungen. Das wird nicht so sein, wenn ihr nicht entlüftet. Dann wird er nur orgeln und nicht anspringen. Irgendwann wird er vermutlich dann doch kommen, sobald sich das Ganze etwas entlüftet hat. Jedoch
Diesel haben eine relativ hohe Startleistung und ziehen euch dabei schnell die Batterie leer. Das heißt, das ist auf jeden Fall nicht der Weg. Der beste Weg ist, wie ich es gerade gemacht habe, das System einmal mit dem Tester zu entlüften. Falls ihr diesen nicht zur Hand habt, wie gesagt, könnt ihr das Ganze auch mit Zündung, Anzündung ausmachen, immer wieder wiederholen. Ihr hört dann immer wieder, dass die Vorförderpumpe im Tank anspringt und somit wird das System dann auch entlüftet. Funktioniert auch, der schönere Weg ist halt über Tester. Solche Kraftstofffilter findet ihr natürlich bei uns im ATP-Shop, genauso wie alle anderen Filter und komplette Inspektionspakete, alles was ihr braucht. Falls Fragen dazu sind, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, euer Dennis von der ATP Crew.